Moin meine lieben Freunde, willkommen zurück hier bei Game-Tastical. Ich habe auch heute wieder ein kleines Infovideo zu Madden NFL 20 für euch, nämlich mit den ersten Gameplay-Szenen, die auf der EA Play in Los Angeles in den USA gezeigt wurden, nämlich gestern Abend das Ganze. Und ja, das werde ich euch heute vorstellen, ein bisschen was dazu erzählen und ich bin sehr gespannt, ich hoffe euch gefällt das Video. Wenn ihr neu auf dem Channel seid, lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr auf dem Kanal verpasst und auch bei Madden 20 immer auf dem Laufenden bleibt. Ja, und bevor wir jetzt ins Video reingehen, noch einmal der Hinweis, bei Toppers, also topperstore.de, Link in der Beschreibung, gibt es aktuell 30% auf alle Jacken, Shirts und Pullis. Also falls ihr sowieso noch ein bisschen Merch kaufen wolltet, dann auf jeden Fall bei Toppers vorbeischauen. Bis morgen Abend, morgen nach 23:59 Uhr, 30% auf alles, Link in der Beschreibung. Also nicht 30% auf alles, sondern 30% nochmal der Hinweis auf alle Jacken, Shirts und Pullis. So, dann fangen wir mal an mit den X-Factor-Abilities, beziehungsweise den Abilities jetzt hier nochmal von Patrick Mahomes. Ich habe euch bereits in den letzten Videos schon ein bisschen darauf vorbereitet, was Mahomes so leisten kann. Jetzt wurden da eben nochmal ein paar Details mehr bekannt und er hat als Superstar X-Factor-Ability diese Bazooka-Ability. Das heißt, wenn ihr 4 Pässe über 30 Yards werft, ohne dabei gesackt zu werden, dann wirft Patrick Mahomes nochmal 15 Yards weiter als schon vorher und kommt dann auf ungefähr 80 Yards. So, ja, der Hauptentwickler hier. 80 Yards, soweit wirft kein anderer Quarterback, aber sie sagen auch, hey, in echt hat er schon Bälle über 83 Yards geworfen. Übertrieben ist das also nicht, vielleicht sogar noch ein bisschen zu schwach. Dann hat er noch andere Abilities, nämlich normale Abilities, Superstar-Abilities ohne diesen X-Factor, wo man nicht in diese Zone muss, um irgendwas zu erfüllen. Und das ist einmal Escape Artist, Dashing Dead Eye, Red Zone Dead Eye und dann hat er eben noch diese No-Look Dead Eye Abilities. Auch diese sind alle richtig, richtig stark. Escape Artist heißt, er reagiert schneller auf den Input vom Controller und reagiert eben schneller und besser, wenn ihr ihn in der Pocket usert. Dashing Dead Eye heißt, wenn man nach außen läuft mit Patrick Mahomes, also die Pocket verlässt, aus der Pocket scrambled und aus dem Lauf wirft, hat er eine perfekte Throwing Accuracy. Red Zone Dead Eye, wenn man under Pressure in der Red Zone steht, auch hier perfekte Wurf Accuracy. Ja, und No Look Dead Eye heißt eben, dass er den Ball, er schaut nach rechts, wirft den Ball aber nach links auf eine Slant zum Beispiel. Jetzt hier nur als Beispiel, seht ihr auch gleich im Clip nochmal. Ja, auch das eine Ability. Diese unteren Superstar Abilities sind im Spiel immer vorhanden. Da müsst ihr nichts für erfüllen, keine Aufgaben für erfüllen wie bei dieser Bazooka-Geschichte. Die sind immer da und die sehen richtig, richtig tödlich aus. Vor allen Dingen hier bei Patrick Mahomes. It's his zone ability. Now, to get into the zone, you have to do an in-game objective. With Mahomes, you have to complete 4 passes of 30 yards or more, and once you get inside the zone, denoted there by his X-Factor icon, he can throw the ball further than anyone else in the game. His max pass distance has increased about 15 yards to about 80. You can bomb the thing. Everybody, an X-Factor, one of our better X-Factors. He has a zone ability and then superstar abilities. We're going to break down his loadout here, right here. We got Escape Artist first, and as everyone knows, he's a dual threat quarterback. Escape Artist gives him elite agility and speed when scrambling on passing plays. Looks like Mahomes, right? It's yeah, it does. Unfortunately. I mean, that's what he does. And then Dashing Deadeye gives him perfect passing accuracy when throwing on the run. So it's a nice little combo there. Perfect passing accuracy is the best accuracy you can have in our game. And then here's the red zone. Yeah, red zone Deadeye. If you watched him last year, you know he was deadly in the red zone. When he's inside the 20-yard line, again, perfect passing accuracy. Lastly, no look Deadeye. I'm really excited about this one. He's going to have perfect accuracy. The only quarterback in the game at launch to have perfect accuracy on crossbody throws. Exclusive to him is the no-look signature Mahomes animation. Aber man braucht natürlich auch Counterparts für diese Abilities, sodass eben Patrick Mahomes am Ende des Tages nicht zu stark ist, sondern man eben auch auf der entsprechenden Gegenseite in der Defense Spieler hat, die da ein bisschen für Druck sorgen können. Natürlich jetzt hier Aaron Donald, eins der Vorzeigebeispiele, wenn es um solche Sachen geht, weil er einfach vielleicht der beste Spieler, vielleicht der beste Athlet in dieser Liga ist. Seine X-Factor Zone Ability ist Fearmonger. Das heißt, wenn er Druck auf den Quarterback macht oder schon den Quarterback-Sack geholt hat, ohne Passing Yards erlaubt zu haben, dann macht Aaron Donald alleine schon durch seine pure Präsenz auf dem Platz vorne vor dem Quarterback, ja, Pressure auf den Quarterback. Das heißt, seine Würfe sind dann automatisch under Pressure. Was ich sehr, sehr interessant finde, keine Passing Yards erlauben. Gut,
Da muss man sehen, wie oft das dann eben eingesetzt wird. Klar, wenn man Laufspiel hat und so weiter, dann klappt das wahrscheinlich eher. Ansonsten, ja, sehr, sehr interessante Ability. Er hat noch Pass Rusher Elite, sodass eben die Pass Rushing Moves schneller einfach ausgeführt werden und Under Pressure. Ja, sie können also noch von der größeren Distanz Pressure auf den Quarterback ausüben. Sagen wir, ein anderer Spieler vielleicht nur 1 Yard, wenn Aaron Donald 2 Yard weg ist vom Quarterback, führt er eben dann auch schon einen gewissen Druck auf den Quarterback aus. Diese Abilities, die unteren beiden, sind bei ihm eben auch ständig verfügbar und da müssen wir nicht in dieser Zone sein. Okay. What makes him special is when he gets in the zone, he can actually apply pressure penalties to the quarterback even when he's engaged in a block. Typically, those penalties only occur when you're free rush, unblocked to the quarterback. He does it while he's blocked. We're going to take a look at some of these. He also has superstar abilities. You're going to see these in the video. There was the pressure penalty. Because that's one of the things, too. It's not necessarily, especially with somebody who's playing defensive tackle, it's not somebody who's always going out there and getting sacks. It's guys who are going out there and also getting pressure up the middle, pushing offensive linemen into the face of the quarterback. Neu im Spiel sind auch Signature Animations, auch das hatte ich bereits in den vorherigen Videos erwähnt. Das heißt, die Spieler wurden gemotion captured, sprich die Bewegungsabläufe wurden einfach 1:1 ins Spiel übertragen. Das haben sie jetzt für 6 bis 7 Quarterbacks gemacht und auch noch für Ezekiel Elliott zum Beispiel. Finde ich persönlich einen Riesen-Step, ein richtig wichtiger Schritt einfach an der Stelle. In FIFA finde ich, hat das Spiel komplett verändert und auch hier in Madden wird das richtig gut tun. Wenn die Spieler eben auf dem Feld genauso laufen, genauso werfen, dieselben Bewegungsabläufe haben wie in echt, sodass man sie eben auch auf den ersten Blick erkennen kann. Leider sehen wir hier nur kurze Szenen zu, aber wie gesagt, für mich ein riesen wichtiges Feature. And that includes some custom animations. So what are some of the examples of these custom animations we're checking out? These are super cool. We didn't want our superstars to just feel great. We want them to look great too. The first place is quarterback, cover athlete Patrick Mahomes. We went out and captured these guys' signature passing animations. We have coverage for about 6 to 7 of the most popular quarterbacks in the game. We're going to continue to add to these throughout the year. Aaron Rodgers, quick release. Drew Brees, you know he's always fidgeting if you're a Saints fan. And it extends beyond quarterbacks. Everyone knows Zeke Elliott's feed me, getting the team in the zone. Und 2 neue Gameplay-Mechaniken gibt es eben auch in Madden NFL 20. Dass man Pässe antäuschen kann, das habe ich bereits erwähnt. Was ich jetzt noch gesehen habe, ist, dass man eben mit dem Quarterback, sobald man in der Pocket ist, kann man eben quasi die Receiver-Icons verschwinden lassen und ist dann im Laufmodus mit dem Quarterback protected, also den Ball, und kann Ball-Carrier-Moves ausführen. Sprich, man kann damit zum Beispiel zum Rand vom Feld laufen und dann aber wieder die Receiver-Buttons wieder erscheinen lassen, sodass man dann eben doch noch den Pass werfen kann. Das war ja bisher nicht möglich. Man ist gescrambled und irgendwann hat er dann automatisch, wenn er vor der Line of Scrimmage war, angefangen, den Ball irgendwie zu protecten oder so. Hinter der Line of Scrimmage waren immer die Receiver-Icons auf dem Feld sichtbar und das ist jetzt eben anders. Man kann das selber bestimmen, was ich sehr, sehr wichtig finde. Erstens, glaube ich, kommt man schneller vom Fleck unterm Strich und zweitens ist es einfach nochmal eine coole Edition, da den Ball einfach zu sichern, zum Rand zu laufen und dann vielleicht den Pass noch anzubringen. Freue ich mich sehr, sehr drauf und ansonsten natürlich auch das, was ich schon erwähnt hatte, nämlich, dass man eben Fake-Würfe ausführen kann. Unterschied zu früher ist diesmal, man kann sich den Receiver aussuchen. Ja, früher konnte man ja auch faken, hat er einfach so generell gefaked. Jetzt kann man sich den Receiver aussuchen, zu dem man faken möchte. Das heißt, man könnte zum Beispiel die rechte Slant antäuschen und könnte aber auf die linke werfen, bei einer Double Slant jetzt zum Beispiel. Oder man täuscht den kurzen Ball an und wirft dann tief. Also da wird es richtig viele coole Möglichkeiten geben und ich glaube, dass wir das Gameplay hier auch nochmal so verändern, dass dieses Feature doch relativ häufig genutzt werden wird. Mechanic. What this does is give you the ability on a passing play to pull down the passing icons with a button press, become a ball carrier, full access to all the spin moves, jukes, ball carrier moves, and then you can bring back your icons again with the same button press and throw it at any time. Makes any quarterback a dual threat, brings some skill. Here with Ben Roethlisberger, we're looking at the new pump fake mechanic. You can now pump fake to a specific receiver on the field by double tapping. Und ein weiteres Feature, was einfach so wichtig ist und was jetzt dem ganzen Spiel auch nochmal eine ganz neue Seite geben wird, sind eben die neuen Plays, die es in Madden NFL 20 geben wird. Das sind nicht nur 5 oder 10, das sind 220 Run-Pass-Option Plays, also RPOs. Sprich, ihr könnt entweder laufen oder den Ball passen und 220 wurden davon in Madden 20 implementiert.
Philly Special ist auch mit dabei als Spezialplay oder auch von den Kansas City Chiefs werdet ihr gleich noch ein paar coole Plays hier sehen. Das finde ich brutal gut, brutal gut. RPOs bisher überhaupt nicht so richtig im Madden gewesen und jetzt direkt 220 auf einen Schlag. Einfach mit einem Schlag, zack, eine riesen neue Bandbreite an neuen Mechaniken, an neuen Plays, die User ausprobieren werden und die das Spiel am Anfang auf jeden Fall verändern werden und vielleicht auch nachhaltig verändern werden. Für mich mega, mega wichtig und ich freue mich echt drauf, die zum ersten Mal zu nutzen. Auch sicherlich für euch cool im Hinblick auf das Gameplay in Madden 20. Ja, da gibt es da einfach nochmal eine ganz neue Variante, die man eben mit einstreuen kann. You know, you can't watch an NFL broadcast without hearing that acronym, RPO, all they talk about 13, 14 times, right? So this is a concept taking the entire football world by storm. We actually have 3 different types of RPOs in our game. We have alerts, peaks, and reads. I'm going to break those down really quick for our players. The first is an alert. That's a very basic pre-snap read. You're calling a running play, and you're going to look at what the defense is aligned in. If you think you can run the play, you just call the play, you hit nothing, you'll hand it off, and away you go. However, what's cool about those plays is you can branch out of that handoff at any time just by hitting the receiver icon and throw it if he's open. So that's a really cool way to be creative on offense. And then there's 2 other types. The peak, more similar to a read option. You're reading a single defender on defense, looking at his behavior after the snap. Seeing the NFL right now, Philly Special is in the game. Look away, We're gonna see Patriots that fans. on the gameplay right here. There it is There right it is. there. We also have a lot of jet sweep touch pass concepts. You're seeing the Chiefs and the Rams, teams like that using end arounds. You're going to see a lot of fresh, unique content in the playbooks. And the cool thing is, we're going to be updating the playbooks all season long to make sure that we're staying up to date with the NFL. This is all amazing. Thank you so much, Clint. I cannot wait for this game. And we've dropped a lot of awesome info here about Madden 20 here at EA Play. Ansonsten war Juju Smith-Schuster noch auf der Bühne zu Gast. Hier sehen wir nochmal seine Abilities, Double Me, das heißt, ja, im Optimalfall sollte er gedoppelt werden. Ansonsten macht er den Catch eben mit einer deutlich höheren Chance. Und das sehen wir auch gleich im Gameplay nochmal. Klar haben sie ihn dann noch eingespielt, wenn er schon auf der Bühne ist. Finde ich cool, wie sie ihn mit einbinden. Sie haben auch gesagt, er persönlich ist selber ein riesen Madden-Fan. Und das wollte ich einfach an der Stelle auch nochmal erwähnen. Seine Abilities seht ihr jetzt nochmal hier eben auf dem Screen. Ich freue mich sehr, sehr auf Madden 20. Ich bin mega gespannt auf das Game. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir noch ein bisschen mehr Gameplay-Eindrücke bekommen. Aber so passt das auch immerhin schon mal ein bisschen, was man gesehen hat. Bald ist die Beta. Ich hoffe, ich kriege irgendwie einen Zugang, kann die zocken. Ich weiß es noch nicht. Werden wir sehen. Ich würde mich mega drüber freuen. Ansonsten, ja, eure Eindrücke zu den ersten Gameplay-Videos hier quasi mal bitte in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Bei den ganzen Abilities. Ich hoffe, sie sind nicht zu overpowered oder was auch immer. Ich bin gespannt, wie das Balancing ist, was das angeht und freue mich auf jeden Fall auf das erste Mal, wenn ich das Spiel spielen darf. Wenn ihr das Spiel vorbestellen wollt, könnt ihr das gerne tun. In der Videobeschreibung ist unten ein Link zu Amazon. Damit würdet ihr uns unterstützen, dann kriegen wir eine kleine Provision. Also wenn ihr da Bock drauf habt, auf jeden Fall über den Link in der Videobeschreibung vorbestellen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Leute. Macht das Beste draus, ja, genießt ein bisschen, das Wetter ist ja ein bisschen kälter geworden, aber trotzdem die Sonne gut. Ich werde jetzt gleich losgehen, ein bisschen Sport machen und dann sehen wir uns im nächsten Part Video wieder. Und ja, macht's gut, haut rein, euer Rafa von Gametastical HD.